Hallo und willkommen zu meinem kleinen Video von dem Ausflug zur Lesung nach München. Unsere Reise beginnt morgens früh um ungefähr 8:30 Uhr am Bahnhof Spandau. Ich war vorher noch kurz bei McDonald's und habe mir ein bisschen Frühstück geholt, so als Reisezehrung. Hat sich ja auch gelohnt, am Ende war lecker, trotz der Tatsache, dass es dann schon kalt war, aber naja. Als ich dann am Bahnsteig angekommen war, habe ich ganz in aller Ruhe auf meinen Zug gewartet. Das hat alles ein bisschen gedauert, bis der Zug gekommen ist, aber am Ende war er dann auf dem falschen Gleis zwar, direkt gegenüber, aber er war dann da und ich bin eingestiegen. Und dann ging es los, quer durch die Bundesrepublik. Ich habe auch ein bisschen was gefilmt auf der Hinfahrt. Auf der Rückfahrt ging es leider nicht, da war es zu dunkel und man konnte nicht mehr aus dem ICE rausfilmen. Heißt also, auch wenn es schon dunkel war, als ich zurückgefahren bin, werde ich wahrscheinlich Videomaterial von der Hinfahrt benutzen, um die Rückfahrt ein bisschen auszugestalten. Ja. Auf der Reise gab es ordentlich viel schöne Natur zu betrachten und auch das ein oder andere Bahnhöfchen. Aber seht selbst.
Am Münchner Hauptbahnhof angekommen, musste ich mich natürlich erstmal zurechtfinden. All das war eine gewisse Herausforderung, weil sich der Bahnhof zurzeit in Bau befindet und dadurch die Ausschilderung nicht unbedingt besser geworden ist. Aber naja, nach ein bisschen hin und her und beim Bescheid sagen bei allen, dass ich gut angekommen bin, ging es dann auch schon los mit der U-Bahn Richtung Odeonsplatz. Dort angekommen bin ich natürlich aus dem falschen Ausgang rausgegangen und musste dementsprechend die gesamte U-Bahn-Strecke nochmal oberirdisch zurücklaufen und dann dort quasi auf den Odeonsplatz gehen. Ich lag gut in der Zeit, konnte also auf dem Platz noch relativ entspannt filmen und habe das dann auch gemacht und so ein bisschen meine ersten Eindrücke von München und vom Odeonsplatz festgehalten. Nachdem ich dann den Odeonsplatz überquert hatte, konnte ich das Haus der Kunst auch schon sehen in der Ferne und habe mich dann relativ schnell auf den Weg gemacht. Als dann der Einlass mit ein bisschen Verspätung losging und auch die Veranstaltung mit ein bisschen Verspätung losging, fing es schon relativ gut an, denn ganz am Anfang davon haben Chris Bradford und die Übersetzerin Tina Lorz ein kleines Intro geplant gehabt. Dieses kleine Intro bestand daraus, dass Chris Bradford auf die Bühne gekommen ist und gesagt hat, er ist jetzt hier quasi als Bodyguard und heute geht es halt um Bodyguards. Und kurz darauf wurde dann halt ein Fake-Schuss über die Lautsprecher eingespielt und daraufhin hat er natürlich seinen Bodyguard-Pflichten entsprechend seine Übersetzerin in Sicherheit bringen wollen. Sie sind allerdings gescheitert, weil die Saaltür zu schwer war. Und der ganze Gag ist ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass er dann über eine Minute gebraucht hat, um die Tür hinter ihnen zuzumachen, nachdem die aus dem Saal gerannt waren. Was daraufhin für den gesamten Nachmittag über einen gewissen Running Gag ins Spiel gebracht hat, nämlich ganz wichtige Bodyguard-Skills. Ja, du musst also irgendwie kämpfen können, du darfst halt irgendwie, musst sehr aufmerksam sein und. Also ganz viele wichtige Bodyguard-Skills aufgezählt. Und dann ganz am Ende immer noch, und ganz wichtig, checkt, ob die Türen auch schwer genug sind oder zu schwer sind, um sie zuzumachen. Ja, das ist ganz wichtig. Apropos. Ich habe ein bisschen bei der Veranstaltung mitgefilmt und darf das Footage auch verwenden. Und dementsprechend seht ihr jetzt hier ein bisschen die Ausschnitte daraus. Ich hätte am liebsten beim nächsten Mal, weiß ich nicht, frage ich, ob ich ein Stativ mitnehmen kann oder so, wenn die in Berlin nochmal machen. Dann stelle ich mich mit Stativ dahin und filme die ganze Veranstaltung. Und dann kann ich auch ein paar vernünftigere Kameraschwenks machen. Ich musste aber darauf achten, dass das Bild nicht super verwackelt und das war alles nicht so optimal und naja. Egal, ja, hier viel Spaß mit der Veranstaltung. Das ist wirklich der schwere Teil, ich sag's euch. Ich hoffe, ihr verzeiht uns. Also, Jogger Swiping Fest. Der Jogger schlug mit der Faust nach Connors Kopf. Connor duckte sich. Weitere Schläge folgten, schnell und hart. Connor duckte sich und wich aus, als wäre er im Kickboxen. Der Jogger wurde schnell frustriert und versuchte es mit einem wütenden Schwinger. Doch Connor blockte ihn ab und konterte mit einem Schlag in die Magengrube. Aber der Mann zuckte nicht einmal zusammen. Er war zäh und er hatte eine große Reichweite. Connor kam nicht nah genug heran, um einen wirksamen Schlag zu landen. Er musste seine Taktik ändern, wenn er diesen Mann überwältigen wollte. Do you play football? Connor suddenly asked. The jogger frowned, confused by the question. What? In that moment of hesitation, Connor seized his opportunity. Just as in the park, he jumped high into the air and let loose a spinning kick. His foot connected with the man's jaw. The kidnapper reeled from the blow, his baseball cap knocked clean off his head and sent sailing over the van's roof. God! Thought Connor as the jogger fell to the ground out cold.
Don't worry, we'll be back with you in a minute. We're just having a fight. Come back in. This is all over you. So, okay, so here we go. Good to you. Spielst du Fußball? Fragte Connor plötzlich. Der Jogger runzelte verdutzt die Stirn. Was? Diesen kurzen Moment des Zögerns nutzte Connor. Wie im Park sprang er hoch in die Luft und setzte zu einem Spinning-Kick an. Sein Fuß traf den Kiefer des Mannes mit voller Wucht. Der Entführer taumelte, seine Baseballkappe wurde vom Kopf gerissen und über das Dach des Lieferwagens geschleudert. Tor, dachte Connor, als der Jogger bewusstlos zusammenbrach. Yes. When no further shots came, Connor peered cautiously through the vehicle's windshield. The woman was reloading. We can't stay here, he said. Follow me. Too shocked to argue, the girl let herself be led by Connor. They sprinted low, across along the pavement, keeping behind the cars, before ducking into an alleyway. As they fled, Connor heard a door slam, followed by a screech of tyres. I've got to reverse this. Back up here. And we're over here. Yes, we're over here. Okay. Right, let's go. Los, komm, befahl er und nahm das Mädchen bei der Hand. Er zog sie über die Straße in den Schutz eines geparkten Autos, während bereits ein neuer Pfeil durch die Luft schoss. Da keine weiteren Schüsse folgten, spähte Connor vorsichtig durch die Windschutzscheibe des Wagens. Die Frau lud gerade nach. Wir müssen hier weg, sagte er. Folge mir. Das Mädchen war zu geschockt, um zu widersprechen und ließ sich von Connor mitziehen. Sie sprinterten hinter den Autos geduckt über den Bürgersteig und bogen in eine Gasse ein. Connor hörte, wie eine Autotür zugeschlagen wurde und kurz darauf Reifen quietschten. Loose, 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 said Connor, urging the girl ahead of him. Their feet pounding on the tarmac. They burst from an alley onto a main road. A car horn blared as they dashed across without looking. Moments later, the white van tore around a corner and accelerated towards them. Down here, said Connor. Directed the girl into a narrow passageway. The van soon passed. Keep going this way. Where are we going? Asked the girl, her panicked breathing echoing off the passage walls. Anywhere they're not, Connor replied. Whoops, don't trip over me. His own heart thudded hard in his chest. Whatever you do, don't stop. And again. Sie aus der Gasse auf die Hauptstraße. Ein Auto hupte, als sie ohne zu schauen über die Straße eilten. Im selben Moment bog der weiße Lieferwagen um die Ecke und preschte auf sie zu. Hier lang, rief Connor und lenkte das Mädchen in eine schmale Passage zwischen zwei Häusern. Der Lieferwagen raste vorbei. Wohin willst du? Fragte das Mädchen und ihr keuchender Atem hallte von den Wänden des Durchgangs wieder. Dorthin, wo die nicht sind, antwortete Connor. Sein Herz hämmerte wie wild in seiner Brust. Meins auch. Was auch immer du tust, bleib auf keinen Fall stehen. The white van screeched to a halt in front of them. You can stop. Yes, let's go there. Screeched to a halt in front of them. The side door slid open, and the red-headed woman leapt out. That's good, Liam. I like that. She went to seize the girl, but Connor leapt between them and thrust out his hand. Like a cobra striking, his arm uncoiled, and his palm hit the woman dead centre in the chest. The woman flew backwards, as if she'd been struck by a battering ram. She crashed into the van's array of CCTV and slid to the floor, fighting for breath. And reverse. Okay. Okay, but the version now with the white van screeched in front of both of them, blocking their escape. The side door slid open, the woman leapt out. She went to seize the girl. Connor, oh no, this is your part, sorry. Right, here we go, let's try again. Ich dachte kurz, er wäre richtig gut im Deutschen. Aber ich mach's mal nochmal auf Deutsch. Doch als sie aus der Passage traten, stoppte der weiße Lieferwagen direkt vor ihnen und versperrte ihnen den Fluchtweg. Die Seitentür glitt auf und die rothaarige Frau sprang heraus. Sie versuchte, das Mädchen zu packen. Connor warf sich dazwischen und holte mit der Hand aus. Wie eine Kobra, die zuschnappte, schnellte sein Arm nach vorne und seine Handfläche traf die Frau mitten auf der Brust. Sie wurde zurückgeworfen, als wäre sie von einem Rambock getroffen worden. Sie prallte gegen die Überwachungsmonitore des Lieferwagens, rutschte zu Boden und rang nach Luft. The girl's mouth fell open in astonishment. She whirled on Connor. What did you do? The 1-inch push, Connor replied. Like Bruce Lee? Connor shrugged, kind of. The girl stared at him with a mix of fear and admiration. Who are you? James Bond?
No. Thanks for that. That's good acting. Inch Push, antwortete Connor. Wie Bruce Lee? Connor zuckte die Schultern. So ähnlich. Das Mädchen starrte ihn mit einer Mischung aus Furcht und Bewunderung an. Wer bist du? James Bond? Nein, ich bin Bodyguard. Nachdem der Lesungsabschnitt vorbei war, ging es dann weiter mit einer kleinen Lektion in Sachen Bodyguard-Grundsätzen. Also da ging es dann darum, dass Bodyguards halt so ein paar Kernkompetenzen haben müssen und der hat dann auch einige der Kernkompetenzen, die in den Büchern vorkommen und auch einige, die quasi im echten Leben, in seiner echten Bodyguard-Ausbildung relevant waren, vorgeführt und gezeigt und hat dabei dann auch wichtige Skills erklärt und am Ende hat er dann noch einen Kampfmove, den man ganz dringend nicht ausprobieren sollte, vorgeführt. Nämlich auf welche Art und Weise Bodyguards Personen, die quasi zu ihren Klienten hinwollen, aber die Klienten halt nicht wollen, dass sie da hinkommen, von den Klienten fernhalten. Und es gibt quasi 3 Stufen und der hat dann halt die erste Stufe gezeigt, das ist relativ einfach. Du hältst den einfach nur mit der Hand weg und dann die zweite Stufe ist, du drückst quasi mit 2 Fingern oder einem Finger auf den Solarplexus, was sehr schmerzhaft sein kann. Und wenn die Person dann immer noch auf den Klienten zugehen will, dann gibt es den sogenannten One-Inch-Punch. Das sieht aus, als würde man die Person nur schubsen. In Wirklichkeit ist es aber ein sehr fester Schlag, der die Person durch den halben Raum schleudert. Und diese Zeit nutzt man dann, um den Klienten in Sicherheit zu bringen, weil diese Person dann offensichtlich nicht entweder ein sehr durchgeknallter Fan ist, der gar keine Grenzen kennt, oder aber eine Gefahr für den Klienten darstellt und dementsprechend ist es an der Stelle dann wichtiger, den Klienten in Sicherheit zu bringen. Und falls dann die Person, die von diesem One-Inch-Punch getroffen wurde, am Ende sich darüber beschwert, dann kann der Bodyguard quasi sagen, ja, aber ich habe ihn ja gar nicht geschlagen, weil der ganze Schlag halt aussieht, als würde er ihn nur wegstoßen, was er als Bodyguard ja darf, um die Sicherheit seines Klienten zu gewährleisten. Aber er darf nicht einfach anfangen, Leute zu verprügeln, logischerweise. Nachdem das dann auch vorbei war, gab es noch Zeit für Autogramme und Fotos und ein kurzes Meet and Greet. Und da habe ich den Autor halt auch, ich habe Chris Pratt auch getroffen, wir haben uns ganz gut unterhalten und dann hat seine Lektorin noch netterweise Fotos von uns gemacht und die Fotos, die laufen jetzt hier im Hintergrund in der Dia-Show vorbei und dann haben wir uns noch nett unterhalten und dann haben wir uns verabschiedet und danach habe ich mich dann auf den Weg gemacht, ein bisschen München zu erkunden. Das war dann schon dunkel geworden, als die Veranstaltung vorbei war und dann bin ich raus und habe so ein bisschen die Orte, die ich zweimal besucht habe, sowohl im Hellen als auch im Dunklen gefilmt, um die Unterschiede so ein bisschen darzustellen. Und das zeige ich euch jetzt mal so ein bisschen hier, quasi wie sich der Odeonsplatz mit den Lichtverhältnissen ändert, weil ich das schon recht interessant und sehr faszinierend fand, wie sich die Dinger so schnell, so leicht verändern können. Und fand das sehr schön.
Aber da ich mich natürlich nicht bis der ICE kam, oder abfuhr, besser gesagt, nur auf dem Odeonsplatz beschäftigen konnte, habe ich danach beschlossen, so ein bisschen die Münchner Altstadt und die Münchner Innenstadt zu erkunden und bin dann einfach ein bisschen sehr kreuz und quer durch die Gegend gelaufen und habe am Ende dann jede Menge Dinge gesehen und die möchte ich euch jetzt hier gerne zeigen.
Nachdem ich mich dann allerdings zur Isar begeben hatte, um ein bisschen Pause zu machen und mich quasi an den schönen Fluss zu setzen, was wegen der Baustelle auf der Ludwigsbrücke überhaupt nicht funktioniert hat und naja, man konnte also nicht richtig ans Wasser gehen und die Bänke, die da waren, haben dann auch weggeschaut vom Wasser und naja, war alles nicht so optimal, aber am Ende konnte ich dann meine schmerzenden Schultern doch von meinem Rucksack kurzzeitig befreien und bin dann auch schon nach einer kurzen 15-Minuten-Pause wieder losgestiefelt Richtung Hauptbahnhof, um mir dort dann noch ein kleines Abendbrot zu gönnen und mich dann in den ICE zu setzen. Die Rückfahrt ging dann ein bisschen verspätet los und das lag daran, dass es leider vorher auf dem Streckenabschnitt München-Nürnberg einen Personenunfall gab und dieser Personenunfall leider dafür gesorgt hat, dass die Bundespolizei und der Bundesstaatsanwalt erst die Strecke wieder freigeben mussten, bevor der ICE da langfahren durfte. Und dadurch hatte sich dann auch der gesamte Verkehr aufgestockt und der ICE war dadurch auch ziemlich voll, weil die Deutschland-Ticket-Begrenzung aufgehoben worden war. Heißt also, es durften von München nach Nürnberg quasi Leute mit dem Deutschland-Ticket mit dem ICE mitfahren, weil die Regionalbahnen auf der Strecke nicht fahren durften. Die sind nur bis nach Nürnberg gefahren und dann quasi da gependelt in die andere Richtung, weil die Strecke München-Nürnberg für ICEs mit Priorität freigegeben wurde und dementsprechend erstmal die ganzen ICEs da alle abfahren mussten, dass dann Platz war für die Regios und die Regios sind dann an dem Abend da einfach nicht mehr gefahren auf dem Streckenabschnitt. Dementsprechend mussten alle Leute, die da irgendwo hin wollten, den ICE nehmen oder einen anderen ICE, da allerdings die meisten ICEs nicht langfahren konnten, weil sie ja auf der anderen Seite warten mussten, war es dann halt relativ voll. Ich habe mich dann auf dem Rückweg auch nochmal umgesetzt, weg von meinem reservierten Platz, weil die Plätze aller anderen um mich herum, die waren nicht reserviert und hat sich dann eine türkische Großfamilie hingesetzt gehabt und ich wollte die dann, ich habe mich ein bisschen fehl am Platz gefühlt und ich wollte die dann auch nicht stören. Das war ein kleines Mädchen bei, was todtraurig war, dass ich auf meinem reservierten Platz sitzen wollte und als es halt sehr voll war, ging das halt nicht, dass ich mich woanders hinsetze. Und als es dann leer wurde, habe ich mich dann in der Halbzeitpause zwischen dem Deutschland-Bosnien-Spiel einfach umgesetzt und saß dann für den Rest der Reise an einem einzelnen Vierertisch und hatte sehr viel Platz und das war auch sehr angenehm und ich habe dann ein schönes Spiel geguckt und dann wurde es auch schon spät und dann habe ich den Abend noch ein bisschen Revue passieren lassen.
Und kurze Zeit später war ich dann auch am Südkreuz, bin dann dort ausgestiegen und habe mir ein Taxi nach Hause genommen. Und es hat wirklich Spaß gemacht, der Trip. Und ich war wirklich, wirklich froh, ihn gemacht zu haben. Aber ich bin so kaputt heute deswegen. Alter Schwede, ey. Das war anstrengend. Also nächstes Mal wahrscheinlich irgendwie noch hoffen, dass ich dann den Montag auch noch frei kriege, weil das war einfach zu viel. Ja. Aber so einen Tagesausflug mit dem ICE hatte ich ja vor 2 Jahren schon mal gemacht. Oder vor 3 Jahren, weiß ich gar nicht genau. Zur Dreamhack in Hannover. Und da fand ich das auch cool. Und heute muss ich sagen, immer wieder gerne. Auch wenn es ein bisschen Probleme gab mit dem ICE. Aber das ist alles voll in Ordnung gewesen. Und ja, hat viel Spaß gemacht. Das war eine wirklich, wirklich schöne Veranstaltung. Ich habe mich sehr nett unterhalten. Und das hat sich sehr gelohnt. Und ja, München, ja, schöne Altstadt zu begutachten. Und ja, finde Spandau immer noch schöner, aber naja, das ist halt so. Ich bin ein Spandauer. Naja. Und damit würde ich mich dann auch zum finalen letzten Mal hier in diesem Video zu Wort melden. Ich habe jetzt hier bis kurz vorm Ende schon alles fertig geschnitten. Es war wie jedes Mal absolut Pain, passende Aufnahmen, passende Musik zu finden und das alles aufeinander abzustimmen. Ich habe wieder ein bisschen geschummelt, wenn ich ehrlich bin, aber naja, das ist ja auch irgendwo Teil des Charmes. Aber ja, ich sollte die Trips mehr im Sommer machen. Dann gibt es auf dem Rückweg vielleicht irgendwie Aufnahmen vom Sonnenuntergang. Statt man sieht gar nichts bei den Nachtaufnahmen, ohne irgendwie sehr viel aufwendigeres Equipment zu haben, als ich haben will. Es war ein wunderbares Abenteuer, dieser Ausflug. Auch das Videoschneiden war ein wunderbares Abenteuer. Hat mich sehr erledigt, war sehr spannend, sehr toll. Und ja, ich hoffe an dieser Stelle sehr, es hat euch gefallen. Mir hat der Trip gefallen und nochmal ihn erneut erleben zu können hiermit. Und ja, kann nicht viel mehr sagen und würde an dieser Stelle dann einfach sagen, möge die Macht mit euch sein und tschüss.